Unsere Ankunft in Tokio ist früh am Morgen und wir sind noch ziemlich müde vom Flug. Oh, wir sind in Tokio. Jetzt bloß noch den Zug finden und zum Hotel kommen. Ja. Nochmal 1,5 Stunden garantiert. Zuerst einmal müssen wir die richtige Bahn finden. Was für ein Zug? Der Narita Express sollte jetzt kommen. Abfahrt, Ankunft Shinjuku. Als wir dann in Tokio am Hauptbahnhof ankommen, Es ist gar kein Kaffee. Es ist noch nicht mal Kaffee. Oh Jesus! Es ist Tee. Tee. Das hätte man auch so lesen können. Aber da ist der Bus. nach einigen Suchen und Verlaufen finden wir schließlich unser Hotel. Hier gibt es sogar Ikea. Das Hotel ist schön, doch die Zimmer sind recht klein. Willkommen in unserem super kleinen Tokio Hotel. Nachdem wir unser Gepäck ausgepackt haben, zieht es uns wieder nach draußen. Wir haben Hunger und sind auf der Suche nach etwas Schnellem zum Essen. Was gibt es da Besseres als Ramen? Wer das nicht kennt, das ist eine Art Brühe mit Nudeln. Unser Tokio-Abenteuer startet direkt mit einer kleinen Überraschung am nächsten Morgen. Warm, da heiß. Heiß. Heißer Kaffee aus dem Automaten. Das gibt es wirklich nur in Japan. Mitten im Herzen von Tokio, im pulsierenden Stadtteil Akihabara, auch bekannt als das Zentrum der Otaku-Kultur, steht ein Gebäude, das für Fans von Anime, Manga und Gaming weltweit zu einem Symbol geworden ist. Das Radio Kaikan. Der Akihabara Radio Tower, whatever. Haufenweise Spielzeug. Wir gehen mal kurz rein und ich schaue mir an, was ich mir alles nicht kaufen werde. Radio Kaikan ist kein gewöhnliches Einkaufszentrum. Es ist ein kultureller Knotenpunkt für alles, was mit japanischer Popkultur zu tun hat. Mit der Zeit wandelte sich Akihabara. Aus dem Elektronikviertel wurde ein Epizentrum der Popkultur und Radio Kaikan entwickelte sich mit. Auf mehreren Etagen reihen sich spezialisierte Shops aneinander. Seltene Sammelfiguren, limitierte Anime-Merchandise, Trading Cards, Modellbausätze und elektronische Raritäten. Besonders bekannt wurde es durch die Serie Steins Gate, in der das Gebäude eine zentrale Rolle spielt. Seitdem ist es für viele Fans ein realer Ort, an dem Fiktion und Realität ineinander übergehen. Radio Kaikan zeigt, wie stark kulturelle Identität durch Medien geprägt werden kann und wie reale Orte Teil von Fantasiewelten werden. In einer Stadt, die ständig im Wandel ist, bleibt dieser Ort ein Fixpunkt für Millionen von Fans weltweit. Zu den beliebtesten Anime-Merchandise-Geschäften zählt unter anderem das Mandarake. Der selbsternannte größte Anime- und Manga-Shop der Welt, Mandarake, kauft und verkauft Anime, Manga-Artikel wie DVDs, CDs, Spielzeug, Figuren, Sammelkarten, Videospiele, aber auch Cosplay-Artikel. Mandarake ist ein Second-Hand-Geschäft, weswegen man hier den ein oder anderen vergriffenen Schatz findet. Wie diesen hier. Ach was. Das ist das Original. Nach diesem Shopping-Marathon geht es weiter ins nächste Abenteuer, die U-Bahn. Und jetzt erklären wir einmal die japanischen Bahnpläne.
Dann kann man gucken, welcher Wagen am nächsten an einem Ausgang oder einem Übergang liegt. An der Station in Donoso. Wagen 2 nehmen oder Wagen 5. Oder, weiß ich nicht, Frauen ohne. Und was findet man da? Ja, Rolltreppen. Rolltreppen. The next stop is Kojimachi, Y15. Wir gehen in das Tonshikan in Shinjuku, das ein beliebtes Restaurant für Tonkatsu ist. Das ist die japanische Interpretation von Wiener Schnitzel. Wir haben sehr lecker, authentisches Tonkatsu gegessen. Da oben für, sage und schreibe, 10 Euro. Für 2 Personen. Was? Was? Ja. Teamslab. Teamslab ist weniger ein Museum, sondern vielmehr ein immersives Erlebnis für alle Sinne. Gleich zu Beginn laufen wir durch knöcheltiefes Wasser. Nur wenige Kunstkollektive haben weltweit so viel Aufmerksamkeit erlangt wie Teamlab. 2001 in Tokio gegründet, verbindet das interdisziplinäre Team Kunst, Technologie und Architektur zu einzigartigen immersiven Erlebnissen. Mit innovativen Installationen auf der ganzen Welt lädt Teamlab dazu ein, Kunst nicht nur zu sehen, sondern sie wirklich zu erleben. Du läufst durch Wasser, durch Licht, durch endlose Spiegelräume. Teamlab nennt dieses Konzept grenzenlos, denn ihre Kunst kennt keine festen Formen, keine klaren Trennungen. Alles ist miteinander verbunden. Raum, Mensch und Moment. Vielleicht ist das die Zukunft der Kunst. Nicht mehr nur betrachten, sondern fühlen, erleben und verändern. Hier geht es nicht nur darum, Kunst anzusehen. Du wirst ein Teil davon. Zum Schluss kommen wir zum Highlight, der Orchideengarten, der durch die vielen Spiegel unendlich erscheint. Hinter uns die echten Orchideen. Vor uns das Spiegelbild. Um den Garten betreten zu können, müssen die an Drähten hängenden Orchideen kurz nach oben gezogen werden. Sobald wir aber sitzen, senken sich die Orchideen wieder herab. Plötzlich sitzen wir in einem lebendigen Gemälde, fast wie in einem Werk von Claude Monet. Unser Fazit: Erlebe Kunst nicht nur mit den Augen, sondern mit allem Sinn. Nach dieser außergewöhnlichen Ausstellung brauchen wir erst einmal etwas zu essen. Wir gehen zum nahegelegenen Tsukiji Market und finden dann auch gleich was. Wagyu wird von den meisten als das hochwertigste Rindfleisch der Welt angesehen. Eines der Merkmale von Wagyu ist, dass das Fleisch durch das Fett wie Marmor aussieht.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wagyu und Kobe-Fleisch? Gar nichts. Kobe-Rindfleisch ist eine von vielen japanischen Wagyu-Marken. Das Wort Wagyu bedeutet wörtlich japanische Kuh, wobei das Wort Wa für Japan und Gu für Kuh steht. Nennt man hier Wagyu. Die Sushi-Restaurants auf dem Fischmarkt profitieren vom frischen Fisch Tokios. Ein Set Sushi kostet so zwischen 2000 und 5000 Yen. Nein, das ist kein Eis. Das ist ein sogenanntes Tamagoyaki. Das dicke, leicht süße japanische Omelett ist eine Ikone Tsukijis. Es kostet zwischen 400 und 300 Yen. Wir befinden uns im weitläufigen Park, in dessen Zentrum der Meiji-Schrein liegt. Ein für die Japaner sehr heiliger und spiritueller Ort. Unser Pfad führt uns auch an einer beeindruckenden Wand aus Sakefässern vorbei, den sogenannten Honodaru, die als Opfergaben von japanischen Unternehmen gestiftet werden, um den Segen der Götter zu erbitten. Wir gehen durch die berühmten Tori, die den Übergang zwischen der weltlichen und der spirituellen Welt markieren. Doch bevor wir den Meiji-Schrein betreten dürfen, müssen wir uns reinigen. Diese Reinigung wird am Brunnen am Temitsuya durchgeführt. Schließlich erreichen wir den Schrein selbst. Riesige Tore öffnen den Blick auf den Innenhof des Meiji-Schreins. Im Schrein entdecken wir außerdem die sogenannten Gochinboku, die heiligen Bäume, die bei einer Hochzeit eine besonders wichtige Rolle spielen, da die Paare von diesen heiligen Bäumen den Segen der Götter für ihre Ehe erhalten. Die Bäume sollen dem Paar Harmonie, Beständigkeit und einen gesegneten Neubeginn bringen. Wie viel Geld man in eine Gabenbox wirft, ist eigentlich nicht festgelegt. Viele werfen allerdings 5-Yen-Münzen hinein, da diese Glück bringen sollen. Ich ziehe ein Omikuchi, ein Glückslos, um zu erfahren, was mir das Schicksal sagt. Dabei muss ich ein Losstäbchen schütteln und die entsprechende Nummer im passenden Fach suchen. Hier brauche ich allerdings etwas Hilfe von ein paar Japanern, da mir die Zuordnung nicht ganz gelingt. Der Park um den Meiji-Schrein ist sehr weitläufig, aber wunderschön angelegt. Besonders beeindruckend ist der Seerosenteich, der eine unglaublich ruhige und harmonische Atmosphäre ausstrahlt. Am nächsten Tag fahren wir zum Tokyo-Dom in Bezirk Bunkyo, also wieder ab in die öffentlichen Verkehrsmittel. Inzwischen läuft das schon erstaunlich gut. Der Tokyo-Dom ist ein Mehrzweckstadion mit rund 55.000 Sitzplätzen. Hier finden Baseballspiele der Yomiuri Giants statt, eines der bekanntesten Baseballteams Japans. Aber der Dom wird natürlich auch für Konzerte genutzt. Wir legen eine kleine Pause bei Schmatz ein und gönnen uns ganz stilecht einen Hotdog und Currywurst von Schmatz. irgendwie gehört das ja zum Stadionbesuch dazu. Danach steht uns der Sinn nach Ruhe und wir machen einen Spaziergang durch den nahegelegenen Kochikawa Karakun-Garten, einer der ältesten Gärten Tokios, der bereits im Jahr 1629 angelegt wurde. Der Name Karakun bedeutet sinngemäß, dass das Glück des Volkes Vorrang vor dem des Herrschers haben soll. Und genau dieses Gefühl stellt sich hier auch ein. Glück. Der Garten ist wunderschön angelegt. Ein zentraler Teich bildet das Herzstück, umgeben von verschlungenen Wegen, kleinen Hügeln und einer beeindruckenden Vielfalt von Pflanzen und Bäumen. Besonders ins Auge fällt die alte Vollmondbrücke, Engetsukyo. Sie wurde in der Edo-Zeit erbaut. Durch ihre Rundung und die Spiegelung im Wasser entsteht die Form eines perfekten Vollmondes. Oft sehen wir in Japan Füchse vor Tempeln stehen. Sie bewachen die Fruchtbarkeitsgöttin Inari.
Wir gehen weiter, um nach Asakusa zu kommen. Hier im alten Arbeiterviertel treffen wir auf den modernen Tokyo Skytree, gleich nebenan vom Zenshōji-Tempel, der 645 nach Christus erbaut wurde. Schon von Weitem sehen wir das imposante Kaminarimon oder Donnertor. Dank seiner riesigen roten Laterne ist es zu einem der Wahrzeichen von Asakusa geworden. Die angrenzende Nakamise ist eine Einkaufsstraße mit vielen Geschäften. Hier kann man aber auch Dorayaki, frittierte Manju-Brötchen oder Dango-Knödel bekommen. Shinto bedeutet übersetzt Weg der Götter. 80% der japanischen Bevölkerung haben sich 2012 zum Shintoismus bekannt. Überall riecht es nach Räucherstäbchen. Die Menschen wedeln sich den Rauch über ihren Körper, um den Schutz von den Göttern zu erlangen. Der Tempel ist auch wegen seiner legendären Statue der Göttin Kanon bekannt geworden. Diese wird auch manchmal Asakusa Kanon genannt. Dann gehen wir zur Haupthalle und sehen einem weiteren Ritual zu, das immer wieder in einer bestimmten Reihenfolge zelebriert wird. Zuerst muss man sich vor dem Schrein einmal verbeugen, wirft eine Glücksmünze in die Opferbox und verbeugt sich danach zweimal tief. Anschließend klatscht man zweimal in die Hände. Danach werden die Hände gefaltet und das Gebet gesprochen. Zum Schluss folgt eine tiefe letzte Verbeugung. Ich versuche es noch einmal und ziehe ein Glückslos. Hierfür schüttel ich die Omikuchi-Box, bis ein kleiner Stab das Glückslos herausfällt. Dann darf ich mein Glückslos aus der Zettelbox ziehen. Doch leider fällt es diesmal nicht so gut aus. Damit der Bad Fortune nicht passiert, muss man ihn knicken und hier anbinden. Dann verfliegt er. Ich muss noch ein bisschen kleiner binden. So. Und damit ist er weg. Eine Orakelbotschaft kann Glück, aber auch Unglück ausdrücken. Wäre es also ein gutes Orakel, dann könnte ich es gleich mitnehmen. Hier wohnen Buddhismus und Shintoismus in Harmonie nebeneinander. Der 2012 erbaute Tokyo Skytree ist mit seinen 634 Metern vom Tempel gut sichtbar. In Asakusa sieht man viele Japanerinnen, aber auch Japaner und Ausländer aus allen Ländern Yukatas tragen. Yukata heißt so viel wie Badegewand und ist damit ein Bademantel. Okay, wir probieren jetzt mal ein Matcha-Eis. Ich glaube, da lang. Shibuya, schon beim Ankommen merken wir die Hektik. Überall sind Menschen, Bildschirme, Geräusche. Nur ein paar Schritte weiter stehen wir an der wohl berühmtesten Kreuzung der Welt, dem Shibuya Crossing. Danach geht es weiter durch die Einkaufsstraßen von Shibuya. Zusammen mit einer Freundin schlendern wir durch die belebten Gassen. Irgendwann meldet sich dann auch wieder der Hunger und wir entscheiden uns für ein bekanntes Yakitori-Restaurant, Toritake. Frisch gegrillte Spieße mit Fleisch und Gemüse direkt vom Grill. Gegessen werden Yakitori oft als Snack zum Bier oder Sake. Neben Yakitori mit Huhn, im Übrigen bedeutet Yakitori übersetzt etwa gegrilltes Hähnchen, gibt es auch Varianten mit verschiedenen anderen Fleischsorten oder Meeresfrüchten. Eine vorausbezahlte Chipcard ist der bequemste Weg, um in Japan mit allen Verkehrsmitteln zu fahren und zu bezahlen. Es gibt mehr als 20 solcher Karten. Wir entscheiden uns für die Pasmo-Card. Diese gibt es an bestimmten Fahrkartenautomaten zu ziehen. Two Pasmo cards.
Ja, rüber. Tokio bei Nacht ist ein Paradies für Musikfans. Von kleinen Underground-Bands bis zu energiegeladenen K-Pop inspirierenden Performances pulsiert die Stadt voller Sound. Das war Tokio. Ein Kaleidoskop von einfach allem.